Also mir wird da so einiges klar. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, ne? Meinst du das? Nein, eigentlich nicht. Was dann? Du bist total verknallt. In Carla. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der mir was bedeutet. Ich will dich nicht verlieren. Kannst du mir nicht doch noch mal verzeihen? Natalie, bitte. Verzeih mir dieses eine Mal noch, ja? Ich weiß, dass es schwerfällt nach diesem... Ich werde das nie vergessen. Nie. Du und diese Notte. Du Schwein. Elendiges Schwein! Schämst du dich denn gar nicht? Ha? Hast du auch nur eine Sekunde an mich gedacht, ha? Nur eine einzige Sekunde! Du hast sie in das Bett gezettelt, in wir beide... Natalie, hey! Ich liebe dich. Es ist ziemlich offensichtlich, dass du in Carla verknallt bist. Aber sonst hast du keine Probleme, ja? Du brauchst mir überhaupt nichts vormachen. Das denkst du nicht wirklich. Weißt du, wie alt Carla ist? 30, sehr attraktiv. Außerdem ist sie lesbisch und mit meiner Mutter zusammen. Komm, jetzt mal im Ernst. Carla, das ist doch eine völlig andere Welt. Na gut, vielleicht habe ich mich ja vertan. Bestimmt. Entschuldigen Sie, Johannes. Offenbar kann ich es einfach nicht lassen, mich einzumischen. Charlie, Sie dürfen das doch. Oh nein. Da zaubern Sie einen wundervollen Weihnachtsmarkt in den Schlosspark. Nur für mich. Nein, 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 nein. Auch für mich. Gut für uns. Und ich verderbe Ihnen die Stimmung. Meine Krankheit macht mich nicht gerade pflegeleicht. Also, Charlie, es ist wirklich nicht Ihre Schuld. Ich hatte nur gehofft, dass Sie sich vielleicht noch mal untersuchen lassen. Weil Sie mir... Ich denke, wir vertiefen dieses Thema nicht weiter. Ja, Sie haben recht. Dann werde ich mich mal um meine Weinbestellung kümmern. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, Charlie. Auf Wiedersehen, Johannes. Das ist anstrengender als jede Sitzung, macht aber dafür viel mehr Spaß, oder? Ja, ich bin auch ganz schön fertig. Du bist doch total durchtrainiert. Wie kommst du denn darauf? Na, ich hab dich beim Zeichnen gesehen. Du hast einen super Body. Danke. Ich krieg meinen Schuh nicht auf, da hat sich irgendwas verhakt. Warte, ich helfe dir. So, alles klar. Danke. Was war das denn? Och, nichts. Du bist ja richtig niedlich, wenn du verlegen bist. Jetzt hör aber auf, sonst fängt Lisa auch noch mit ihren Sprüchen über Carla an. Ach, das kann man doch ändern. Was tuschelt ihr denn? Das geht dich gar nichts an. Ich habe Paul nur gesagt, wie süß ich es finde, dass er so ein Kavalier ist. Na, wenn du das sagst. Ansgar holt sich einen Callgirl aufs Schloss? Er hat noch nicht mal abgeschlossen. Vielleicht wollte er erwischt werden. Warum das denn? Weil er mich nicht liebt. Und weil er zu feige ist, mir das ins Gesicht zu sagen. Also damit hatte Ansgar bisher noch nie ein Problem. Und ich habe wirklich gedacht, meine Liebe würde ihn ändern.
nicht noch mit reinziehen. Und Gregor, ich will ihn nicht noch mehr belasten. Aber ich liebe Ansgar, ich will ihn. Willst du die Hochzeit nicht absagen? Nein. Doch. Was soll ich denn machen? Du weißt, wie ich über Ansgar denke. Ich weiß, auf wen ich mich eingelassen habe. Aber ich dachte, seine Gefühle wären echt. Tja, reingefallen. Also ich denke, Ansgar liebt dich wirklich. Ach, Quatsch. Er macht sie doch nur unglücklich. Ansgar liebt eben anders, auf seine Art. Allerdings, ob dir das gut tut. Was hältst du von einer Oldtimer-Rallye? Ja, aber nur, wenn ich fahre, Mutter. Das losen wir vorher aus durch eine Partie Poker. Hallo. Hallo, Carla. Wo sind die anderen? Nico und Konstantin sind noch ins Blue Eis gegangen. Kommst du mit uns zum Abendessen? Zu dritt tafelt es sich besser. Wenn sich gewisse Themen dabei ausschließen lassen. Vater, ich kann einfach nicht verstehen, wieso du dich immer noch weigerst, die Gewissheit zu verschaffen. Wenn die MRT-Aufnahmen vertauscht... Bitte hör auf, Carla. Ansgar ist Chef der Holding. Ich bitte dich, das zu akzeptieren. Ich kann dir gar nicht sagen, wie egal mir die Holding ist. Mir geht's um dein Leben. Ach, Carla, bitte komm, ja? Du solltest auf deine Tochter hören, Johannes. Das Essen wartet. Na, wie wär's mit einer heißen Schokolade? Mit Sahne? Super. Gerne, für mich gleich die doppelte Portion. Seit wann das denn? Seit heute. Hast du dich gut amüsiert heute? Was willst du? Du bist bis über beide Ohren verknallt, stimmt's? Wie kommst du denn darauf? Erstens gute Laune. Zweitens verliebtes Dauergrinsen. Drittens Du solltest Eheberaterin werden. Verlegenheit. Muss ich das verstehen? Sobald du in ihrer Nähe warst. So süß, als du rot geworden bist. Blödsinn. Jetzt gib's doch endlich zu, ich hab dich ertappt. Komm, erzähl. Glaubst du, das ist eine Chance? Die ist ja doch viel älter als du. Das ist alles ganz anders. Offensichtlich ist sie ja nicht ganz abgeneigt. Quatsch. Jetzt gib doch endlich zu, dass du verknallt bist. In Nico. 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 Jetzt tu doch nicht so. Schokolade macht übrigens glücklich. Ansgar, hast du noch einen Wunsch? Herr Graf hat sich bereits alle Wünsche erfüllt. Frau Kepler? Was ist denn los? Was meinst du? Frau Kepler neigt im Allgemeinen nicht zu Unverschämtheiten. Ja. Vater, ich würde dich gerne einen Moment sprechen. Ja, unter 4 Augen. Lasst euch durch mich nicht stören. Ja, natürlich. Du entschuldigst uns. Also, was ist passiert? Naja, du kannst dir sicherlich denken, dass Frau Kepler nicht ganz ohne Grund wütend auf mich ist. Ich weiß nicht recht, wie ich das... Also es ist so, ich habe Nathalie betrogen. Ja, mit einem Callgirl. Ja, und Nathalie weiß darüber Bescheid. Aber warum? Ich meine, warum hast du das getan, Ansgar?
Vater, hör zu, ich will da auch gar nichts dran beschönigen, zumal diese ganze Geschichte auch noch in meiner Wohnung stattgefunden hat. Was, wie bitte? Was, diese Person war hier auf dem Schloss? Ja. Und Nathalie hat alles gesehen. Sag mal, hast du denn überhaupt kein Ehrgefühl? Hast du nicht einen Funken von Verantwortung? Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich kann es dir auch nicht erklären, wie es dazu kam. Alles, was ich weiß, ist, dass Nathalie der wichtigste Mensch auf der Welt ist für mich. Und dass ich wahrscheinlich alles ruiniert habe. Ein Boxer. Wie sein Vater. Ich gehe schon. Carla, hi. Hallo. Hi, gibt's was Neues von Johannes? Er will sich immer noch nicht helfen lassen. Vielleicht gibt's ja auch einen anderen Weg. Hast du schon was von deinem Kollegen gehört? Er ist meiner Meinung. Der Tumor auf dem Bild drückt aufs Sprachzentrum. Und da Vater keinerlei Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken, können die Bilder nicht von ihm sein. Schön. Aber Vater wird sich auch nicht von deinem Kollegen untersuchen lassen. Mein Kollege ist ein anerkannter Spezialist. Er hat hier das Für und Wider aufgeschrieben in einem unanfechtbaren, neutralen Gutachten. Du meinst, es hilft? Die Fakten sind eindeutig. Den Argumenten kann Johannes sich nicht verschließen. Gut. Ich finde einen Weg, wie ich Vater das Gutachten zukommen lasse. Darum wollte ich dich gerade bitten. Verschwinde! Ich bin's. Johannes? Ja. Was machst du denn hier? Könnten wir das vielleicht in der Wohnung klären, Nathalie? Natürlich. Hallo. Hallo. Die Begrüßung vorhin war... Ah, du musst mir nichts erklären. Danke. Ich habe gerade meine Mutter nach Hause gebracht und da dachte ich schau mal vorbei. Ja, das ist nett. Ich komme wegen Ansgar. Du weißt... Ja. Er hat mir seinen Fehltritt gestanden. Fehltritt. Nathalie, es liegt mir fern, mich in eure Angelegenheiten einzumischen. Hat er dich darum gebeten? Nein. Ich wäre auch nicht hier, wenn ich nicht wüsste, wie leid es ihm tut. Ich bin alles andere als sicher. Ich habe Ansgar noch nie so zerknirscht gesehen. Hat er dir gesagt, warum er das gemacht hat? Ich fürchte, er kann sich diese Eskapade selbst nicht erklären. Naja, dann macht er sich's ja mal wieder leicht. Wie immer. Ich weiß nur, dass er dich liebt. Frau Gräfin, Guten Abend, Viktor. kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Dann wünsche ich Ihnen einen erholsamen Schlaf. Jetzt, wo man weiß, dass diese MRT
Aufnahmen nicht von Johannes stammen, warum lässt er sich dann nicht doch mal untersuchen? Mimi, vielleicht hast du ihm einfach ein bisschen viel von deiner Entschlossenheit vererbt. Na und wenn? Aber ihr könnt doch hier nicht herumsitzen, während Johannes in sein Unglück rennt. Wir sind nur deshalb so ruhig, weil wir glauben, dass Johannes möglicherweise schon auf dem Weg der Besserung ist. So? Wollt ihr mir das erklären? Ein Kollege von mir hat ein ärztliches Gutachten verfasst. Und? Darin sagt kein Mitglied der Familie Lernstein, wie die Dinge stehen, sondern ein unabhängiger, unparteiischer Arzt. Gute Idee. Aber wie kommt Johannes an das Gutachten? Darum hat sich Carla gekümmert. Aber er darf nicht erfahren, dass das Gutachten von euch kommt. Natürlich nicht. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit Johannes reden. Mimi, bleib sitzen. Das ändert jetzt auch nichts mehr. Wir können jetzt nur abwarten, bis er das Gutachten liest. Hoffentlich ahnt er nicht, woher der Wind weht. Denn dann kriegen wir Probleme. Herr Graf, der Auftrag ist erledigt. Das Gutachten geht gerade in Flammen auf. Sie wissen doch, dass Sie sich auf mich verlassen können. Morgen, Konstantin. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wir wollten uns doch vor der Schule noch treffen. Verpennt. Komm, jetzt leg einen Zacken zu. Ich warte im No Limits auf dich. Ja, ciao. Und die Events, die plane ich von hier aus. Und danach organisiere ich eine Europatournee. Bernd, ich muss weiter arbeiten. Danke, Sissi. Danke. Willst du einen Kaffee? Du mach mir ein Frühstück, ein großes. Bitte. Mein Gott, kannst du nicht aufpassen? Wie wär's, wenn Sie mal aufpassen? Jetzt hör mal zu. Deine Manieren scheinen seit unserem letzten Zusammentreffen nicht wirklich besser geworden zu sein. Bringt dir deine Mutter eigentlich nichts bei? Ach, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Wann sollte sie auch? Wahrscheinlich springt sie von einer Lesbenorgie zur nächsten. Meine Mutter, die erzieht mich eigentlich sehr gut. Sie hat mir zum Beispiel beigebracht, bleib cool, wenn ich Idioten anmache. Ach was. Seltener Anblick. Ansgar von Lahnstein räumt geschlagen das Feld. Das war nicht das erste Mal, dass wir beide Probleme hatten. Ja. Was ist? Hast du Bock auf ein Frühstück? Ich lade dich ein. Ja, gerne. Cecile? 2 von den Großen. Früher hätte ich mich darüber gefreut. Kann ich reinkommen, Nathalie? Hast du vielleicht eine Vase? Leg sie auf den Tisch. Da vertrocknen sie doch. Was werden sie wohl? Nathalie. Gib mir doch noch eine Chance. Hey, ich tue alles für dich, okay? Meinst du, damit ist alles getan? Mit Versprechung? Ich weiß, was du mir sagen willst. Du liebst mich auf deine Art. Ach, Blödsinn. Was heißt hier auf meine Art? Nathalie, ich liebe dich. Glaub mir das doch einfach. Ich weiß einfach nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann. Was liest du da? Das ist eine Biografie, Friedrich der Große. Schnee von gestern. Warum machst du nicht deine Tour mit dem Wagen? Falls es dir entgangen sein sollte, Mutter, ich bin volljährig. Ich bestimme selbst über mein Leben.
Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Angenommen, du würdest wieder gesund werden. Dieses Thema diskutiere ich nicht. Dann musst du mich schon mit massiver roher Gewalt vor die Tür setzen. So. Ich kann verstehen, dass du nichts mehr über deine Krankheit hören willst. Ich sagte, dieses Thema... Du hast dich mit deinem Tod abgefunden und willst nicht von falschen Hoffnungen enttäuscht werden. Und so weiter und so weiter. Den Rest der Litanei kenne ich. Wenn du mich jetzt bitte, Mutter, allein lassen würdest. Ich kannte deinen Vater und die anderen Lahnsteins. Man kann ihnen viel vorwerfen. Aber feige waren sie nicht. Ich denke, du gehst jetzt besser. Ausgerechnet mein Sohn schlägt aus der Art. Ja, und da hat er dann noch... Interessiert dich das nicht? Doch. Du hörst doch gar nicht zu. Natürlich höre ich zu. Was habe ich denn eben gesagt? Na, alles über Vanessa und ihre Tournee. Und das seit einer geschlagenen halben Stunde. Ah, Carla. Bernd, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst auf Deutschland-Tournee. Hi, Paul. Hi. Ich habe in Düsseldorf einiges zu organisieren. Und du hast jetzt eine Menge Zeit, wie man hört. Ja, ich genieße es sehr. Sag mal, Paul, musst du nicht zur Schule? Doch, zur 4. Ich warte auf Konstantin hier. Ja, dann viel Spaß noch. Setzen wir uns darüber? Mhm. Kennen Sie Carla gut? Carla ist meine Ex-Frau. Ihre Ex? Sie war mit Carla verheiratet? Allerdings. War eine stürmische Zeit. Ich dachte, Carla steht nur auf Frauen. Jetzt hör mal zu, mein Junge. Wenn der Richtige kommt, dann ist es egal, was eine Frau vorher gefühlt oder gedacht hat. Und Sie waren der Richtige? Ein wahrer Gentleman schweigt und genießt. Ach, Verzeihung. Wo geht's hier bitte zum MRT? Warten Sie bitte kurz, ich hole den zuständigen Arzt. Dankeschön. Vater, Leonhard. was machst du hier?